Willkommen zurück, Geschichtsenthusiasten. In unserem Geschichtsvideo zum Zweiten Weltkrieg widmen wir uns den deutschen Fallschirmspringern. Zuerst schauen wir uns ihre schwere Ausbildung an und werden danach einen der größten Einsätze auf Kreta beleuchten. Die Ausbildung eines Fallschirmjägers begann mit intensiver Grundausbildung, geprägt von Disziplin und körperlicher Fitness. Von Anfang an war klar, dass nur die Stärksten und Mutigsten es schaffen würden. Auf dem Rollfeld lernten die Fallschirmjäger die Feinheiten des Sprungprozesses. Diese Übungen waren entscheidend für spätere Missionen. Die Soldaten trainierten das Verlassen des Flugzeugs in verschiedenen Höhen- und Wetterbedingungen. Jeder Schritt musste sitzen, jeder Griff perfekt sein. Die Bewegungen wurden so oft wiederholt, bis sie automatisiert waren. Die Vorbereitung der Ausrüstung war lebenswichtig. Jeder Fallschirm wurde sorgfältig überprüft und gepackt, um fatale Fehler zu vermeiden. Die Fallschirme mussten unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Die Fallschirmjäger lernten, ihre Ausrüstung blind zu packen, um auch in Stresssituationen sicher zu sein. Die Probesprünge waren ein zentraler Bestandteil der Ausbildung. Vom ersten Sprung bis zur routinierten Durchführung, jeder Sprung stärkte die Fähigkeiten und das Vertrauen der Soldaten. Sie mussten sich an verschiedene Höhen und Bedingungen anpassen, um für den Ernstfall bereit zu sein. Die ersten Sprünge waren oft mit Angst verbunden, aber mit jedem weiteren Sprung wuchs das Vertrauen in die eigene Fähigkeit und die Ausrüstung. Die Fallschirmjäger lernten, in der Luft ruhig und fokussiert zu bleiben, selbst unter schwierigen Bedingungen. Der Ausbildungsprozess war darauf ausgelegt, sie auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Die langen, intensiven Trainingsphasen sorgten dafür, dass die Soldaten auch unter Druck ihre Ruhe bewahrten und präzise agieren konnten. Jede Übung, jeder Sprung war ein weiterer Schritt zur Perfektion. In der Akademie erhielten die Fallschirmjäger ein umfassendes Training, von körperlicher Fitness bis zu taktischen Übungen. Jeder Soldat musste mentale und physische Ausdauer beweisen. Die strenge Ausbildung zielte darauf ab, eine Einheit zu formen, die unter extremen Bedingungen operieren konnte. Die Landung mit schwerem Equipment war eine besondere Herausforderung. Fallschirmjäger mussten nicht nur sicher landen, sondern auch sofort einsatzbereit sein. Diese Übungen waren entscheidend, um im Einsatz effizient agieren zu können. Das schwere Equipment machte die Landung komplizierter und erforderte zusätzliche Geschicklichkeit und Stärke, um sicher zu landen und sich sofort in Gefechtsbereitschaft zu begeben. Mai 1941. Die deutschen Fallschirmjäger bereiteten sich auf eine ihrer größten Herausforderungen vor, die Einnahme der griechischen Insel Kreta. Die Operation Merkur war eine riskante Luftlandeoperation. Die alliierten Verteidiger, hauptsächlich Briten, Australier und Neuseeländer, waren gut vorbereitet
was zu schweren Verlusten bei den Fallschirmjägern führte. An Bord der Transportflugzeuge herrschte gespannte Stille. Die Flugzeuge flogen tief und die Spannung wuchs, als sie sich der Insel näherten. Die Soldaten überprüften noch einmal ihre Ausrüstung und warteten auf das Signal zum Absprung. Der Absprung über Kreta war riskant. Feindliches Feuer und das schwierige Gelände erschwerten die Landung. Viele landeten unter Beschuss und mussten schnell in Deckung gehen. Aufgrund der Abwurftaktik waren viele Fallschirmjäger zunächst nur leicht bewaffnet, da sie ihre Ausrüstung aus abgeworfenen Behältern holen mussten, die oft schwer zu finden waren. Nach der Landung formierten sich die Truppen und bereiteten sich auf den bevorstehenden Kampf vor. Die Fallschirmjäger bereiteten ihre Waffen vor und bezogen strategische Positionen, um den Feind zu überraschen. Die Anspannung war greifbar und alle warteten auf den Befehl zum Angriff. Die Kämpfe um Kreta waren intensiv und erbittert. Die Fallschirmjäger stießen auf harten Widerstand. Der Kampf dauerte mehrere Tage und jede Entscheidung konnte das Schicksal der beteiligten Soldaten beeinflussen. Trotz schwerer Verluste kämpften die Fallschirmjäger weiter. Es war von entscheidender Bedeutung, mindestens einen Flugplatz einzunehmen, um den dringend benötigten Nachschub an Waffen und Munition zu sichern. Der Flugplatz von Maleme war von neuseeländischen Truppen gut verteidigt. Durch eine falsche Übersetzung des Befehls, die Höhe unbedingt zu halten, wurde jedoch ein strategisch wichtiger Hügel von den Verteidigern aufgegeben, was die Eroberung des ersten Flugplatzes ermöglichte. Operation Merkur zeigte die Tapferkeit der beteiligten Soldaten. Es ist jedoch wichtig, sich der Verantwortung und der Verbrechen des NS-Regimes bewusst zu bleiben und niemals zu vergessen. Diese Ereignisse prägten die spätere Kriegsführung und verdeutlichten die Risiken von Luftlandeoperationen hinter feindlichen Linien.